Schwimmer mit großen Visionen und zu Gast ist heute Pop-Legende Thomas Anders im Gepäck Modern Talking neu interpretiert. So, wir sind schon mittendrin wieder in den 80ern. Ja, ja. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, guten Morgen dir. Morgen. Schön, dass du da bist. Aber sage mal, was KI mittlerweile auch alles möglich machen Das kann. ist Ne? doch die Sensation. Ja. Als ich das wirklich zum ersten Mal gesehen habe, ich hatte wirklich Gänsehaut. Und okay, das ist jetzt für die Zuschauer irgendwas ganz Besonderes, dass man sich das so anschauen kann. Aber ich mich vor 40 Jahren als junger Mensch und wir halten uns im Arm und wir lachen miteinander und wir singen miteinander. Das ist eine total neue Welt. Also ich bin total fasziniert. Ja, fasziniert oder war es auch ein bisschen spooky? Es war spooky. Ja. Also jetzt habe ich mich langsam so dran gewöhnt, aber als ich das zum ersten Mal sah, war es sehr spooky. Ja, aber das heißt, du gehst damit auf große Tour. Tatsächlich geht es auch bald los, also nächstes Jahr in Deutschland. Aber ich glaube, Kanada und den USA ist jetzt schon im August. Und nutzt ihr da diese KI-Technik dann auch schon? Da noch nicht. Das Nee. ist noch nicht das neue Programm. Also das wird wirklich in Deutschland zum allerersten Mal sein bei der Tour. Das ist die zweite Märzhälfte. Und ja, wir haben halt eben diese Alben, da reden wir gleich noch mal drüber, die 40 Jahre Modern Talking, das hat sich so entwickelt. Und die KI-Technik, und man merkt das wurde im Grunde fertiggestellt, glaube ich, so vor 3 oder 4 Monaten. Da ist schon wieder eine Weiterentwicklung drin. Das geht so schnell. Und das ist eine ganz, ganz spannende Zeit, in der wir leben. Ja, und du hast es gerade eben gesagt, also herzlichen Glückwunsch, das sind 40 Jahre. Ich meine, das ist sowieso ein besonderes Jahr für dich. Nummer-1-Album vor kurzem gehabt noch mit Florian Silbereisen. Ne? Ja, und In ich meine, Deutschland? und nun in diesem Jahr bringe ich alle 6 Modern Talking Alben der 80er auf den Markt. Also in einem Jahr. Das heißt, alle 8 Wochen erscheint ein neues Album. Das 3. Album ist letzten Freitag erschienen. Und das wird ein richtiges Feierjahr. Ja. Ein richtiges Modern Talking Feierjahr. 40 Jahre. Und es hat wahnsinnig viel Freude gemacht, die Songs neu zu singen und neu zu produzieren und Leben einzuhauchen. Das war wirklich klasse. Aber auch in eine neue Ära und eine neue Zeit zu bringen. Denn Thomas Anders sings Modern Talking, so ist das Label, so heißt es. Und gleichzeitig bist du inspiriert worden, glaube ich, von Taylor Swift, die auch mit ihrem alter Ego Musik gemacht hat. Die hat es Ja. wirklich gemacht, aber in der Tat, bei ihr waren es aber andere Gründe, das waren halt eben rechtliche Gründe. Bei mir war es einfach so, dass ich mir überlegt habe mit meinem Produzenten Christian Geller, wir wussten ja, es kommt irgendwann 40 Jahre Modern Talking. Was können wir besonders machen? Und die ursprüngliche Idee lag eigentlich darin, dass wir sagten, okay, wir nehmen das erste Album, also von Modern Talking, the first Album, das nehmen wir auf und das ist dann so unser Celebration-Album. Also, aber das hat uns dann so viel Freude gemacht, dass wir sagten, lass uns doch alle 6 Alben machen und in einem Jahr veröffentlichen. Und die Menschen finden es ganz großartig und lieben es und das macht mich sehr stolz. Ja, und die Zuschauer holen wir jetzt auch mal mit rein, weil ich weiß, da sind ganz viele Fragen per E-Mail, per Facebook sehr gerne im Laufe der Sendung einklinken. Die Fragen gebe ich ja auch weiter. Und wann hast du zuletzt eigentlich einen weißen Bademantel getragen? Das ist schon länger her. Das ist schon länger her. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Also, du meinst Udo Jürgens oder was? Oder? Ich meine Udo Jürgens und jetzt gibt es aber auch natürlich noch andere Herren, die gerne weiße Bademäntel tragen. Also hast du da Florian mal angerufen und hast gesagt, sag mal, wieso ziehst du dir mit Dieter jetzt einen weißen Bademantel an? Nee, ich habe es gar nicht gesehen, weil ich nicht da war. Okay. Aber gut, ich bin nicht so der Bademantel-Mensch. Nee. Du springst mit Badehose in den Pool, das finde ich auch gut. So. Lassen wir so stehen. Also, Zuschauerfragen per E-Mail, per Facebook sehr gerne einklinken. Und im Laufe der Sendung gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in die ganze Welt. 40 Jahre Modern Talking ist eine lange, lange Zeit. Ja, allerdings. Großartige Karriere gibt es hier zu besprechen. Ja, und das Waschbecken, das nächste Projekt, wird dann natürlich morgen angegangen. Da gucken wir auch noch mal drauf. Wie gesagt, Wochenserie, also bis Freitag sind wir mit Mick unterwegs. So, Thomas, handwerklich versiert, packst du mit an? Baust du selber? Oder überlässt du Projekte Man kann nicht anderen? alles können. Und gleichzeitig haben wir eben gerade gesprochen, also Peggy March war ja gestern auch da, seit 60 Jahren Karriere in der Musikbranche, mit 15 Jahren angefangen. Also das eint euch beide, ne? Ja, ich habe auch mit 15 den ersten Schallplattenvertrag gemacht. Genau. Ja, verrückt. Und waren die Eltern dann noch mit dabei und haben wirklich quer gelesen? Naja, mein Vater musste unterschreiben. Na klar. Das war ja nicht unterschriftsberechtigt. Ja. Also das lief alles nur über meinen Vater. Ja. Und er war damals
hin und wieder dabei, er war auch berufstätig und ich hatte eben auch einen Produzenten und ein Management, die mich dann begleitet haben. Aber es hat sich viel getan in den Jahren, ne? Jahrzehnten muss man es ja nennen. Ja, aber gleichzeitig gibt es ja auch so viele junge Künstler, die einfach kommen, die aber über andere Ausspielwege jetzt erstmal sichtbar sind, ihre Karriere aufbauen und dann natürlich auf einen Plattenvertrag hoffen. Also die Branche hat sich ja auch sehr verändert. Ja, aber ich bin jemand, ich sage nie, früher war alles besser. Früher war es anders. Nee, klar. Aber ja. es war nicht unbedingt besser. Und ich habe jetzt irgendwann mit jemandem gesprochen und sagte, wenn ich mich zurückerinnere und als ich mich beworben habe bei Schallplattenfirmen, es gab so und so viele Schallplattenfirmen in Deutschland und wenn man die durch hatte, war man durch. Dann hatte man keinen Vertrag. Dann musste man erst wieder 2, 3 Jahre warten. Und dann eine Titeltour machen. So, wenn ich heute aber nun die Social Media, also das Netz habe, ich kann mich als aufstrebender junger Künstler jeden Tag neu bewerben und kann was Neues hochladen. Und das ist eine andere Art der Chance, die man wahrnehmen kann. Aber Peggy meinte gestern auch, die Art, wie sie frisch gestartet ist. Und ich glaube, es hat sich in der Branche zwar sehr viel verändert. Also es war bei ihr natürlich das Thema Männer dominiert. Viele Entscheidungsträger haben halt Dinge für sie mitentschieden, die sie vielleicht irgendwie Jahre später hätte gerne anders machen wollen. Ist es so, deiner Meinung nach, dass viele junge Künstler heutzutage vielleicht selbstbestimmter sich auch erstmal performen finden können und die eigene DNA und nicht das von der Plattenfirma sozusagen als Konzept, als Marketing ja, man kann es ausprobieren. Wie gesagt, die jungen Künstler haben die Chance, sich selbst auch zu finden. Also man merkt ja ziemlich schnell, wenn es nicht erfolgreich wird. Also verändert man etwas. Aber man darf ganz sicher eines nicht vergessen, dass halt eben gerade auch ich will nicht sagen die älteren Menschen, aber die Erfahreneren haben einfach nur noch Erfahrung. Und das kommt hier irgendwo her. Und deshalb muss man immer aufpassen, dass man jetzt nicht, dass der Junge, also das Ei kann nicht klüger sein als die Henne. Das ist so mein Weg, den ich da für mich im Kopf hatte. Und das finde ich auch logisch. Und man muss dann auch mal den erfahreneren Menschen vertrauen. Ja, und Vertrauen ist in dieser Musikbranche natürlich extrem wichtig. Extrem. Ja. Jeder muss seine Lehren machen. Also jeder muss irgendwie auch Fehler machen, weil durch Fehler lernt man ja dann auch. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass halt eben der Newcomer, der ganz neu in die Branche kommt, auch schon ganz genau weiß, wo es lang geht. Das braucht ein bisschen Zeit. Ja, und am Ende des Tages stehst du auf einer Bühne und du hast dein Publikum. Dein Publikum muss sich erst mal finden und das trägt dich natürlich. Und gleichzeitig wächst du ja auch mit deinem Publikum. Und da kannst es gab so einen wunderbaren Spruch, die Jungen laufen schneller, aber die Alten kennen den Weg. Ja. Genau, den hast du nicht nur geprägt, sondern den gab es vielleicht vorher auch schon. Aber trotzdem, aber trotzdem ist es auch eine Lebensweisheit. Und deswegen gucken wir mal auf diese wunderbare Karriere. 40 Jahre Modern Talking unter anderem, aber wie gesagt, begann schon viel, viel früher. Und wir hören und schauen mal rein und sagen hoch die Tassen. Herzlichen Glückwunsch. Zum 40. Jubiläum von Modern Talking überrascht Sänger Thomas Anders mit einem ganz speziellen Albumprojekt. Eine Hommage an Modern Talking. Thomas Anders singt einfach nochmal alle Alben aus den 80ern von Modern Talking neu ein und trifft in den Videos auf sein jüngeres Ich. Modern Technik sei Dank. KI gab es 1985 noch nicht, dafür hatte Thomas Anders Dieter Bohlen. Modern Talking, eine Legende, ein Stück deutsche Musikgeschichte. Dieter Bohlen und Thomas Anders, das Yin und Yang des deutschen Pop. Ihr Erfolg bis heute unfassbar. Thomas Anders Markenzeichen damals, lange schwarze Mähne, Lipgloss und die Nora-Kette. Nach der Trennung von Dieter Bohlen 1987 benutzt Thomas Anders Haargummis und wagt sich solo und erfolgreich wieder ins Rampenlicht. (1998), die Matte ist mittlerweile ab, rauft sich Thomas Anders mit seinem Schicksalspartner Dieter Bohlen auf ein neues zusammen. Doch es soll einfach nicht sein und so trennt sich das dynamische Duo 2003 wieder. Im selben Jahr gelingt Thomas Anders dann mit Independent Girl ein erneuter Chart-Hit.
Musikalisch erfindet er sich tatsächlich immer wieder neu. Sogar ein Weihnachtsalbum gibt's von ihm. Hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. 2017 überrascht Thomas Anders seine Fans und Kritiker mit seinem ersten Album, das komplett auf Deutsch gesungen ist. Seit über 40 Jahren ist er erfolgreich unterwegs. Sagen wir mal so, die Schlüpper, die fallen jetzt nicht mehr so schamweise auf die Bühne. Es hat sich ein bisschen geändert. Und es ist auch immer wieder interessant, wenn Leute zu mir kommen und sagen, wissen Sie, Anders, ich bin mit Ihrer Musik alt geworden. Und ich sage dann, ich auch. Seine musikalische Reise geht immer weiter. Und stets im Gepäck die Musik von Modern Talking aus den 80er Jahren. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. 40 Jahre Modern Talking, eine unglaubliche Zeit. Allerdings, und genau diese Ära wird jetzt mit Thomas Anders Sings Modern Talking gefeiert. Oh, don't fly. So cool, so cool. Was eine Zeitreise, ne? Ja, und wenn ich das so ansehe, frage ich Ja. mich auch, bin ich das eigentlich? Habe ich das alles erlebt? Ja. War das so die 40 Jahre? Wo ist die Zeit hin? Aber es gibt natürlich bei so einer Karriere, und ich meine, man kann jetzt nicht in dieser kurzen Sendung alle Stationen durchgehen, aber sicherlich auch Situationen, wo du sagst, ich sehe dann Bilder und erinnere mich erst, weil es war alles wie im Rausch. Es war so schnell, es war so eng getaktet, es waren so viele Erfolge, so viele Reisen, so viele Projekte, so viele Interviews vor allem. Ja, nicht nur Bilder, man erinnert sich plötzlich an Situationen, in denen man drin steckte. Und ja, aber im Grunde, das ist das Leben. Und es sind 40 Jahre und es schüttelt mich immer so ein bisschen, wenn ich sage 40 Jahre, was man da alles erlebt hat, was ich erlebt habe. Und ja, ich stehe morgens nicht auf und sage, ich habe diese 40 Jahre erlebt. Das Ja, ist ja. nun einfach so, ne? Nee, weil du auch, also mit Claudia, ich meine, ihr erlebt euch beide ja auch öfter auch hier bei Volle Kanne. Ihr habt halt einfach so eine unfassbare Bodenhaftung und ihr seid so offen vielen neuen Dingen auf der einen Seite und geht natürlich auch voran im Leben. Aber es gibt halt ja auch Künstler, die in bestimmten Situationen manchmal abheben und die einfach vergessen, für Ja. wen sie diese Musik dann am Ende auch machen, oder? Ja, das ist mir ich habe das schon öfter gesagt, das ist mir einfach zu anstrengend. Ich Ja, meine, am besten ist es, ich bin genauso wie ich bin. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und zu singen und das ist für mich ein absoluter Traum und ich muss da jetzt nichts noch hochschrauben und ich muss mich nicht über andere Menschen stellen, nur weil der liebe Gott mir ein Talent gegeben hat. Ich kann ja nichts dafür. Ja? Die Umsetzung hat eben, damit arbeiten und sowas, das ist sehr viel Fleiß und auch sehr viel Disziplin. Aber ich habe schon des Öfteren gesagt, ich habe eigentlich ein ganz normales Leben, nur mit einem bekloppten Beruf. So. Mit einem fantastischen Beruf, der einen auch trägt und vor allem ein kreativer Beruf, der Menschen Allerdings. auch begeistert. Und was ich sehr interessant fand in der Vorbereitung, du hattest mal berichtet, dass es halt Kinder gab, die vom Kindergarten kamen und Sherry, Sherry Lady gesungen haben. Und dass du dann das Gefühl hattest, Mensch, ist ja eigentlich eingängig und könnte auch ein Kinderlied sein. Ja, und das hat mir eigentlich gezeigt, ich werde ja immer wieder gefragt, worin liegt eigentlich der Erfolg eurer Songs? Und man kann es ja nicht so einfach analysieren. Also man hat ja jetzt kein Rezeptbuch. Dieter Bohlen hat jetzt nicht die Töne komponiert und ich habe es dann interpretiert und gesungen. Und das war wirklich so, unser Sohn war auch im Kindergarten und ich habe ihn abgeholt. Und da waren irgendwie so zwei, ich schätze mal 4-Jährige, die kamen mittags dann aus dem Kindergarten und die haben Sherry, Sherry Lady gesungen. Und da dachte ich, das ist es. Wenn wirklich 4-Jährige Sherry, Sherry Lady singen können, ohne zu wissen, dass sie die Sprache gar nicht verstehen, das nachsingen können, dann können noch andere Kulturkreise das genauso singen. Das macht eigentlich der Erfolg aus. Und das ist, glaube ich, die Einfachheit in den Songs. Und die Songs wurden einfach toll produziert und sind heute ja auch wieder super produziert, dass man
ein ganz modernes Gefühl hat, aber sie einfach nachsingen kann. Und gleichzeitig, dass sie aber auch diesen Zeitgeist, und das haben wir ja seit vielen Jahren, 80er, 90er Jahre, was hast du das Gefühl, ist immer noch diese Zeit, die so viele begeistert? Also ein Kollege von mir kam heute und hat mir noch so ein altes Viva-Badge gegeben. Ja. Und ich war sofort wieder in dieser Zeit der 90er Jahre, der Viva-Zeit, wo wir gearbeitet haben, Musik gehört haben, wo Künstler geprägt sind. Und diese Künstler leben ja heute auch weiter und verbinden ja wiederum Generationen miteinander. Ja, ich weiß, die 80er hatten irgendwie eine ganz besondere Faszination. Ich glaube, das Jahrzehnt danach oder das, was auch danach gekommen ist, gar nicht mehr so. Ich glaube, die 80er sind viel mehr songorientierter gewesen als alles, was danach kam. Und es war nicht ganz so schnelllebig wie heute. Ja. Ich habe eben von Social Media gesprochen, dass man jeden Tag was Neues machen kann. Das ist dann aber auch die Konsequenz, weil auch jeden Tag immer etwas Neues kommt, ist Musik sehr schnell auch oder verschiedene Songs so ein Durchlaufprodukt. Es läuft diese Woche, nächste Woche haben wir was Neues. Das war in den 80ern nicht. Nee, stimmt. Und das ist auch heute ein anderes Marketing und Sales, was Ja, dahinter ja, ist. absolut. Weil es geht um natürlich Klickzahlen. Jeder kann halt Dinge generieren, mit Musik auch arbeiten. Das machen natürlich viele Künstler sich dann auch zu Nutze in gewisser Weise, um ihre Songs halt auch wieder in die Jetztzeit zu bringen. Ja, Und allein die Songlängen haben sich geändert, dass sie kürzer geworden sind, dass man eben mehr klicken kann. Sind so Marketing-Tricks, die man gerne macht. Und so, ich meine, ich kann mich noch an, du auch bestimmt noch, es gab mal einen Song, Don't Let Me Be Misunderstood. Ja. Ich glaube, der war 9 Minuten lang. Richtig. Das wird es nicht Und den mehr konnte geben. man fließend auswendig. Ja. Und das wird es nicht mehr geben. Also Ja. heute ist so, bei 3 Minuten ist eigentlich Schluss. Ne? Ja. Dann muss schon wieder halt eben der Song neu geklickt werden, damit man wieder neues Geld verdient. Ja, und gleichzeitig haben viele junge Künstler jetzt auch die Situation, machen 30 Sekunden. Oft sind die Songs in ihrer Länge, tragen die halt nicht komplett, sondern die 30 Sekunden klicken dann. Absolut. Es waren früher einfach viel mehr durchdachtere Kompositionen. Und jetzt gehen wir gar nicht mal in die 80er. Ich persönlich bin großer ABBA-Fan. Und wenn man eben die Interviews von den beiden Männern, von Benny und Björn, verfolgt und wenn man das mitbekommen hat, die haben erzählt, sie haben manchmal wochenlang an einer Komposition gearbeitet. Und heute gehst du ins Studio, man nennt das Hook, also so eine Line, die nachsingbar ist, die wird dann kopiert und dann nochmal gesetzt. Ach, dann setzt man noch hier mal einen Vers drauf und dann ist der Song fertig. Da fehlt aber dann die Gesamtkomposition. Ja, und vielleicht aber auch, wir haben gerade einen Hubschrauber Ja, über uns. Ich hoffe, Sie Hubschrauber. hören uns soweit ganz gut. Ist in Ordnung. Und jetzt geht er aber auch Richtung... Ja, er sucht den Landeplatz gerade auf jeden Fall. Landtag ist in der Nähe. Vielleicht ist da gerade eine große Veranstaltung heute. Wir wissen es nicht. Vielleicht Wir kommt der Herr drüber. Wüst. Wer weiß. Wir wissen es nicht genau. Dann würden wir jetzt mal kurz abgeben in den Beitrag, weil es scheint doch jetzt noch ein bisschen lauter zu werden. Wir sprechen gleich intensiver weiter mit Ihren Fragen per E-Mail, per Facebook gerne einklinken. Warten den Helikopter jetzt gerade mal ab und die neuesten Promi-Nachrichten hätten wir auch. Kurz und kompakt, hier ist noch was. So, und wenn Sie mit uns spielen wollen, na klar, geht es gerne. Melden Sie sich unter 0211 64 995 64. Wir drücken die Daumen, dass Sie später durchkommen. Wir werden miteinander spielen. Müsli-Schale gibt es zu gewinnen. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. So, wir haben ja hier heute, bieten wir dir wirklich alles. Vom Helikopter über Entenprogramm. Ne? Ihr habt Tolle euch Musik. richtig angestrengt. Wir haben uns auch sehr gefreut, rauszugehen, auch wenn der Wind heute doch ein bisschen kühler ist. Aber Open Air zu senden ist halt Ist immer ein einfach großer... super. Du warst ja auch gerade vor kurzem im Fernsehgarten, ne? Ja, das ist einfach, also ich liebe Open Air. Das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre und ja, Fernsehgarten und da bin ich auch nochmal, glaube ich, im September. Richtig. Nochmal im Fernsehgarten. Ja. Und das ist immer schön bei Kiwi. Ja, es ist mal nach Hause kommen. Und da sie jetzt ja verlobt ist, wie wir Ja. wissen, können wir auch gratulieren an dieser Stelle, liebe Ja. Kiwi. Das finden wir Liebe ganz Kiwi. toll. Ja, bald steht die Hochzeit an und das sind immer so schöne Nachrichten, die man dann irgendwie zum Sommer auch vermelden kann. Du, sag mal, über sich hinauswachsen. Hast du denn in deiner Karriere Momente gehabt, wo du gezweifelt hast oder wo du mit dir selbst gehadert hast und mit dem Weg, den du gegangen bist? Ganz klar. Das war im Grunde nach dem ersten Mal Modern Talking, also das war dann Ende der 80er, Anfang der 90er. Und ich muss sagen, ich musste damals etwas Abstand halten, weil ich war wirklich richtig überarbeitet nach den ersten drei Jahren von Es Modern war Talking. Burn-on damals, heute würden wir es Heute nennen, würde oder? man Burnout Ja. sagen, ja. Also wenn man Burnout aber sogar, ja. ja. Wenn man in 3 Jahren 6 Alben macht und im Grunde ja 12 Singles und diesen Erfolg auch feiert. Man muss es ja auch
verkraften. Das ist ja nicht so, oh, das ist ganz schön, ich bin wieder in der Nummer 1. Nein, das muss der Kopf ja auch verstehen. Das muss der Organismus, der muss das auch im Grunde verkraften. Das war schon damals für mich eine Zeit, wo ich sagte, ich brauche jetzt mal so 1, 2 Jahre Pause. Und kam dann wieder zurück und wollte dann ein Comeback starten, was nicht so funktioniert hat. Irgendwie, ich war nicht mehr Trend. Irgendwie. Also es war die Musik war auch eine andere. Wir erinnern uns so Mitte der 90er, Anfang der 90er kam sehr viel, es war dann plötzlich so... Ja, die Boybands war die Zeit, ja, glaub ich, Boybands ne? kam. Bands, ja. Es kam also zum Beispiel Snap und sowas. Ja. Also sehr, sehr Dr. Alban, das war ja die Zeit, Tanz- das war ja meine 90er Viva-Zeit. tanzlastig, Ja. sehr, sehr Ja. stark. Nicht so Europop, wie wir mit Modern Talking gemacht hatten. Naja, und dann fängt man natürlich an und sagt, okay, ich singe eigentlich noch genauso gut wie früher, aber wo ist die Formel? Was kann ich tun? Und ich glaube, das sage ich heute immer noch, natürlich mit meiner Erfahrung, die ich jetzt habe, das Wichtigste, es gibt bestimmt, geht vielen Menschen so, die irgendwo auf der Stelle rumtreten und überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen. Ich glaube, das Wichtigste ist, man muss sich treu bleiben. Ja. Sich treu bleiben, an sich glauben. Und es kommt irgendwann immer irgendeine Chance. Und wenn man sich treu bleibt und nicht immer einem Trend hinterherrennt, dann erkennt man diese Chance auch und dann funktioniert es auch wieder mit dem Erfolg. Und es zeigt es ja nun nach 40 Jahren, ich bin ja immer noch da. Ja. Und das ist das Schöne für mich. Und das ist diese Phase einfach auszuhalten, auf der einen Seite an sich selber zu glauben und sich nicht auf dem Erfolg auszuruhen, aber gleichzeitig neu auch gestalten zu wollen, ist extrem wichtig. Was ich aber so spannend bei eurer Biografie fand, die Plattenfirma hat eigentlich nicht an eine langfristige Karriere geglaubt. Also sie dachten, okay, das ist ein Riesenhit, das wird ein Erfolg. Dann wurde euch gesagt, irgendwie erfreut euch an diesem One-Hit-Wonder. Und dann kam es aber ganz anders. Also ihr habt sie letztendlich auch eines Besseren belehrt, oder? Ja, aber das war ja nun keine Taktik von uns, das war ja Zufall. Das hat sich ja nun so ergeben. In dem Moment, wo man Nummer 1, als ich die Nummer 1 hatte, habe ich mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht, wie lange das noch geht. Also ich finde, man muss auch, wenn man einen Erfolg hat, man darf den auch zelebrieren und man darf den auch leben. Aber in der Tat kam damals der Chef der Plattenfirma zu mir und sagte bei Mahatma Soul, Thomas, genieße es ist die letzte Nummer 1 in deinem Leben. Und das Gleiche hat er dann gesagt bei der zweiten Single, bei You Can Win If You Want. Und dann sagte er, das ist die zweite Nummer 1 in deinem Leben, genieße es, das war's. Und dann kam die dritte Nummer 1, das war Sherry Lady. Und dann habe ich ihm nicht mehr geglaubt. Ja. Wir haben schon ein unglaubliches Glück gehabt, dass wir diese Karriere im Grunde leben durften. Und es ist nicht normal. Das weiß ich heute aber mehr zu schätzen als damals. Weil man war ja in dem Flow. Klar. Man hatte diesen Weg, den man zu gehen Ja, hatte, ja. Aber heute mit dem Abstand, auch mit 30 Jahren Abstand, 40 Jahren Abstand, dass ich sagen kann, das ist schon eine sehr, sehr tolle Karriere, die ich erleben darf, immer noch darf und auch durfte. Und bin dankbar dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, und Erfolge sind eben auch nicht selbstverständlich. Das machen wir jetzt mal auf sportlicher Ebene. Wir gucken nämlich zu Janis McDavid. Er ist ohne Arme und Beine geboren. Sein vermeintliches Handicap ist aber nichts, wovon er sich denn jetzt einschränken lässt. Er war nämlich auf dem Gipfel des Kilimanjaro, fährt Autorennen und jetzt stellt er sich einer neuen Herausforderung, nämlich Leistungsschwimmen. Wir haben ihn zu seinem ersten internationalen Wettkampf begleitet. Ja, und dann gibt es halt tatsächlich auch noch einen großen See, den Starnberger See in München, den er durchschwimmen möchte, jetzt im Juli. Also große Projekte. Wir sind, Janis, schwer begeistert. Es ist faszinierend. Faszinierend, ne? ja. Also da habe ich höchsten Respekt. Ja. Sehr bewundernswert. Ja, und das ist auch eine ganz besondere Lebensleistung, zumal du, was das Thema und Element Wasser angeht, auch diese Ängste irgendwie auch verstehen kannst. Ja, weil als er das eben erzählte, Janis, dass er traumatisiert ist, das war bei mir auch, ich war glaube ich 9 oder 10, ich war im Sportunterricht und ein Freund von mir, der hat mich so abgeschleppt, also hat so ein Abzeichen gemacht. Und ich konnte aber damals noch nicht schwimmen und er ließ mich los. Und ich bin 4 Meter nach unten im Schwimmbad. Und ich habe gefühlt 100 Liter Wasser gesoffen, auf Deutsch gesagt. Und konnte mich unten mit den Füßen abdrücken und kam dann wieder nach oben und hatte dann wirklich für Jahre ein absolut traumatisches Verhältnis zu Wasser, bis ich mir irgendwann sagte, eigentlich ist Wasser ein schönes Element. Ja. Und habe mir das Schwimmen dann selbst beigebracht. Ich bin kein
Top-Schwimmer, aber ich kann auf jeden Fall schon mal von A nach B schwimmen und im Pool und sowas. Ich brauche auch für meinen Kopf immer irgendwie, wo ich noch stehen kann, obwohl es wirklich nur Kopfsache, weil manchmal ist man auch in Hotelpools, die sind dann auch 3 Meter tief und dann schwimme ich auch drüber. Aber ich kann das schon unheimlich gut verstehen und finde es noch bewundernswerter, dass jemand, der wirklich auch Angst vor Wasser hatte, das jetzt als Leistung vorbringen kann. Ganz, ganz groß. Ja, ja. Und die Paralympischen Spiele in, ich glaube, Singapur geht es dann auch weiter jetzt Ende des Jahres. Wünschen wir ihm natürlich Ganz, auch alles ganz, Gute. Also ja. ich bin ja Schwimmerin, also ich bin wirklich schwer begeistert. Ja, total. Schwer, weil ich weiß, wie hart diese Trainings sind. Und jeder hat ja so seine individuellen Ziele, die er sich steckt und setzt. Und gleichzeitig ja, diesen Mut zu haben, mit anderen an den Start zu gehen und sich selber und seine Ängste auch zu überwinden. Ja. Sehr Das ist fast die größte Leistung. Ne? Absolut, ja, im Leben sowieso. Ja. Wir gucken kurz noch mal auf Social Media. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Social Media auch gesprochen und da stehen ja viele Trends und manchmal aber auch Mythen, gerade was das Thema Nahrungs- und Ernährungstrends angeht. Machen wir ganz entspannt. Guck mal, hier gibt es noch eine neugierige Ente, die hatte jetzt auch noch Hunger. Also von daher, die werden wir auch noch verwöhnen und wir holen noch jemanden dazu. Wir hatten vorhin ja aufgerufen zum Spiel und mal gucken, wen wir da haben. Ist es die Eva? Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Aus Straubing rufen Sie an, korrekt? Aus Straubing, ja, genau. Super, also Sie sind durchgekommen. Das ist ja schon mal, da können wir einen großen Haken hintermachen. Großes Glück gehabt heute. Ja. Und bevor wir gleich noch zu Fragen auch an Thomas kommen von Ihnen, erstmal die Besserwisser-Frage. 3 Antwortmöglichkeiten sind drin und es geht heute auch um etwas Kulinarisches. Hier ist die Frage für Sie. Eva, was meinen Sie denn? A, B oder C? Also ich tendiere zu Antwort C. Also, das ist die Form, sagen Sie. Das ist das Korrekte. Ja. Würden wir so unterschreiben und loggen wir direkt ein? Loggen wir ein. Genau, und dann gucken wir mal, ob Sie recht damit haben. Mal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Die Müslischale gehört Ihnen und die geht nach Bayern. Dankeschön. Ja, dann gebe ich Sie mal direkt weiter. Was wollen Sie denn draufstehen haben? Ja. Was soll der Thomas denn draufschreiben? Ja, vielleicht eine Widmung für Eva von Thomas Anders. Für Eva, das mache ich gerne. Ja, das wäre super. Das mache ich sehr So, wir gerne. haben ja noch Ja. ganz viele Zuschauerfragen. Haben Sie vielleicht auch noch ein kurzes Feedback? Haben Sie einen Lieblingssong von Thomas oder auch von Modern Talking tatsächlich? Ja, also ich habe eigentlich alle Songs sehr geliebt von Modern Talking. Und was ich auch ganz gerne höre, das ist der, den da zusammen mit Silbereisen, mit Flori. Florian Silbereisen zusammen singt. Also das ist auch ein sehr toller Song. Danke. Also allgemein bin ich eigentlich schon immer Modern Talking Fan gewesen und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Dankeschön, das finde ich ganz bezaubernd. Danke. Super, dann Danke. können wir Ihnen ja noch eine größere Freude machen mit der Schale, die in ein paar Tagen dann bei Ihnen ankommt. Aber super, danke schön. Super, dann alles Gute, Ihnen eine wunderbare Zeit und genießen Sie noch den Sommer, den wir jetzt haben. Werde ich machen. Ja, Ciao. bleiben Sie gesund. Danke. Sehr schön. Wir machen gleich noch mehr Lob für dich und Zuschauerfragen. Ganz kurz, es gibt noch eine Eilmeldung, die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, denn die hat uns vor einigen Minuten erreicht. Das rechtsextreme Magazin Kompakt, das kann weiter erscheinen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das Verbot aufgehoben, das die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Sommer 2024 erlassen hatte. Und über die genauen Gründe informieren wir Sie natürlich in den Heute-Sendungen oder auf zdfheute.de. Das nur ganz kurz aus der juristischen und nachrichtlichen Abteilung. So, der Adriano hat jetzt geschrieben, stimmt es, dass wenn du im Tonstudio deine Takes gemacht hast, die so perfekt eingesungen hast, dass der Taxifahrer unten mit laufendem Taximeter auf dich gewartet hat oder Taxometer, weil alles so reibungslos läuft? Er ist selber Sänger, er fragt nur für einen Freund und sich. Also das stimmt noch nicht ganz. Also es war noch nicht so, dass ein Taxifahrer schon spurbereit war. Aber in der Tat bin ich jemand, der sehr, sehr schnell einsingt. Also schnell auch dann richtig einsingt. Und das ist in der Tat so. Also ich weiß, es gab Modern Talking Alben, die habe ich in einem Tag eingesungen. Wow. Wow, Profi, toll. Genauso ein Profi ist nämlich Mario auch. Der zählt noch seine Erbsen jetzt heute. Und wir sagen noch mal danke gemacht, ja. für diesen tollen Burger. Ja, das ist Einen halben, schon- wir teilen mit dem Team heute. Hervorragend sieht der schon aus. Also dann genieß du mal. Ich esse die ja immer so kopfüber. Ich drehe die mir immer einfach um. Mario, isst du die auch so? So Wie denn? kopfüber. Ich drehe die mir immer auf den Kopf, kann ich besser abbeißen. Also ich nehme eigentlich immer so eine typische Haltung ein. Die ist mit leicht also so, damit, wenn man kleckert, das dann nicht auf die Bluse geht. Super. Sehr, 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 sehr lecker.
top. Also Rezept lohnt sich. Mit vollem Mund spricht man nicht. Machen wir jetzt trotzdem, anders geht's nicht. Schmeckt sehr gut. Genießt Sehr ihn gut. bitte gleich, wir wollen nicht noch hören. Ich mache noch einen für die Die Cousine. Lieder sind unverkennbar, sagt Anja. Dann will Karin wissen, warum du beim Schlagerboom nicht dabei warst. Weil Keine ich nicht konnte. Zeit. Ich hatte schon vor einiger Zeit abgesagt, weil ich eine andere Verpflichtung hatte. Aber ich bin jetzt zum Schlagerboom Oktober. Bin ich wieder da. Super, also Und Karin freut Da sich. freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Ja, dich auch mit Florian wiederzusehen. So, dann gibt es ganz viel Tipps und Tricks. Ich hoffe, das ist in Ordnung für ehemals Nora und ehemals also deine jetzige Claudia. Sie sagt nämlich, seit sie 10 Jahre alt ist, ist sie in dich verliebt, die Karin. Mittlerweile bin ich fast 50 und freue mich immer, wenn Thomas im Fernsehen zu sehen ist. So, dann wird gefragt, Claudia, über die Frau liest man immer, sie heißt Claudia Anders. Heiratet man mit Künstlernamen dann einfach, oder? Nee, das stimmt nicht. Also sie heißt nicht Claudia Anders. Sie hat nur im Pass stehen Weidung Anders, weil Weidung ist ja mein bürgerlicher Name. Genau. Aber das hat sie so verselbstständigt, weil irgendwie der Mann heißt Thomas Anders, dann ist die Frau auch eine Anders, also eine Claudia Anders. Also so nennt sie sich, aber halt eben ganz, ganz selten. Im Pass steht Weidung Anders. Ja, und dann haben wir das jetzt auch geklärt. Wenn ihr mal Haben wir wieder auf geklärt. Reisen geht, wie viele Pässe habt ihr denn eigentlich momentan? Ich habe... Du musst ja 2 haben, wenn du so viel reist, ne? Ich habe auf jeden Fall 2 Ja. Reisepässe. Ja, guck mal, siehst du? Ich frage nur für einen Freund, gestern war Luca da, der hat nämlich 5 von diesen Pässen, ein Weltreisender. Und das bist du Okay. auch. Also ab geht's in die USA, nach Kanada, viel Erfolg. Ja, danke. Und wir freuen uns auf die neue Tour. Thomas Vielen Dank. Anders, Sing Dankeschön. Morgen Danke Talking. fürs Hiersein. Danke. Danke dir. Schönen Tag, wir sehen uns Tschüss. morgen wieder. Ciao. So geht's.